Hey Leute, willkommen bei Lecker Recipes. Wir kochen heute Shakshuka, aber Indian-Style. Pochierte Eier versunken in einer verboten leckeren Kokos-Tomatensoße. Bei diesem Shakshuka-Rezept schleckt ihr die Pfanne aus. Shakshuka-Rezepte auf YouTube gibt es wirklich unzählige, macht auch Sinn. Shakshuka ist ja wirklich ein sehr leckeres Rezept und auch sehr schnell zubereitet. Wir wollten aber ein bisschen was anderes machen und haben uns heute deswegen von einem typisch südindischen Rezept inspirieren lassen, Muttai Kosambu. Es ist Shakshuka sehr ähnlich, arbeitet aber mit einem kräftigen südindischen Geschmacksprofil. So dürfen grüne Chilis zum Beispiel nicht fehlen, um dem Gericht eine wohlige Schärfe zu verleihen. Wir haben aber auch ein paar tunesische Shakshuka-Rezepte gesehen, die ebenfalls mit grünen Chilis arbeiten. Den schwarzen Pfeffer ersetzen wir mit Pipali oder Langpfeffer, einer beliebten Pfefferart in ganz Indien. Pipali war in Europa übrigens schon vor dem schwarzen Pfeffer bekannt, ist aber ein wenig in Vergessenheit geraten. Er ist weniger scharf, dafür aber leicht süßlich-bärig im Geschmack, wie ein Hybrid aus schwarzem und rosa Pfeffer. Damit könnt ihr ihn übrigens auch ersetzen, solltet ihr keinen Pipali bekommen. Zum Kochen benutzen wir Kokosöl anstelle von klassischem Olivenöl. Kokosöl ist eines der Hauptöle in der indischen Küche. Bei unserer Gewürzmischung sticht vor allem der schwarze Kardamom hervor. Über offenem Feuer getrocknet erinnert sein Aroma an Kampfer und verleiht der Soße einen kräftigeren Geschmack. Bratet eure Gewürze für ein paar Sekunden im Kokosöl an und fügt dann die Zwiebeln hinzu. Achtet darauf, dass ihr die Zwiebeln in einzelne Stücke brecht, bevor ihr sie in die Pfanne gebt. Bratet sie so lange, bis sie beginnen zu bräunen. In vielen Shakshuka-Rezepten finden sich frische Kräuter wie Thymian. Wir nehmen heute sozusagen ein indisches Kraut, nämlich Curryblätter. Nehmt am besten frische Blätter. Wir haben uns dazu extra einen kleinen Currybaum zugelegt. In Öl entwickeln die Blätter ein leicht nussiges Aroma mit Spuren von Anis und Zitrus. Gebt jetzt noch die Ingwer-Knobi-Paste und Chilis hinzu. Wie ihr euch die Paste auf Vorrat herstellen könnt, haben wir euch unten verlinkt. Bratet alle Zutaten kurz an, bis die Ingwer-Knobi-Paste nicht mehr roh riecht. Arbeitet jetzt die Pulvergewürze in die Masse ein. Statt Paprika und Cayennepfeffer, die typisch für Shakshuka sind, nehmen wir für unsere Variante eine eher indische Gewürzmischung, in der natürlich Kurkuma nicht fehlen darf. Löscht alles mit gehackten Tomaten ab. Treue Foodies wissen schon, was jetzt kommt. Wir bereiten uns unsere Masala-Grundlage vor. Dafür braten wir alles an, bis das Öl an den Seiten hervortritt. Das ist ein super Zeichen, dass die Gewürze ihr volles Aroma entfaltet haben. Jetzt kommt die Kokosmilch hinzu. Je nachdem wie dick eure Masala-Grundlage ist, verdünnt sie gerne mit ein wenig Wasser, bis sie eine Konsistenz hat, die ihr mögt. Apropos mögen, wenn ihr Rezepte mögt, die fresh und spicy sind, dann seid ihr bei Lucky Recipes genau richtig, also unbedingt abonnieren. Schmeckt Salz ab und lasst die Soße köcheln, bis sie sich homogenisiert hat. Schlagt jetzt 5 Eier auf und lasst sie nacheinander in die Soße gleiten. Das Rezept ist für 2 Personen gedacht, aber mit 5 Eiern sieht es einfach hübscher aus. Gebt den Topf auf den Deckel und reduziert die Hitze, dass die Shakshuka nur leicht köchelt. Die Kochzeit hängt davon ab, ob die Eier aus dem Kühlschrank kommen und wie groß sie sind. Bei unseren mittelgroßen Eiern ist nach etwa 4 Minuten das Eiweiß gestockt, aber das Eigelb noch schön flüssig geblieben. Habt am besten immer ein Auge drauf und kocht die Eier, wie ihr sie am liebsten mögt. Zum Garnieren nehmen wir statt Petersilie Koriander, um die indische Geschmackspalette abzurunden. Serviert das Curry auf jeden Fall mit Fladenbrot, damit ihr was zum Tunken habt. Das war unsere Shakshuka auf indische Art, inspiriert von Muttai Kosambu. Ein absoluter Hit, egal ob zum Brunch, Mittag oder Abendessen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Video. Tschüss!